Hi Leute, hier ist schon Mo von VR. Ich bin Mo Tensen und ich bin heute, wartet mal kurz, funktioniert das? Ja, funktioniert. Ich bin auf der Quest 3. Das finde ich schon mal ganz geil, dass wir jetzt auch hier einfach in den farbigen Pass-Through schalten können. Es ist aber jetzt schon abends, ne? Deswegen ist der nicht mehr so toll. Trotz alledem. Natürlich gucke ich mir jetzt Red Matter 2 an. Red Matter 2 ist absoluter Vorzeigetitel auf sämtlichen Plattformen. Ich habe es damals auf der Quest 2 gespielt und habe schon gedacht so, wow, Alter, wie sieht das denn auf einer mobilen Hardware aus? Unmöglich, geht gar nicht. War vollkommen begeistert. Dann kam die aufgebohrte Pico-Version raus, ja, die hatte nochmal höhere Auflösung, total fantastisch. Dann kam die PlayStation VR-Version raus mit unfassbarer Auflösung und 120 FPS und hast du nicht gesehen. Ich weiß, dass das jetzt hier auf der Quest 3 auch wieder ein absolutes Vorzeigeding ist. Dieses Spiel holt aus der Quest 3 jetzt raus, was rauszuholen ist. Das wird für lange, lange Zeiten hier der Benchmark sein. An dem müssen sich alle anderen Spiele messen. Ich weiß, es läuft nicht mit 120, nicht mit 90, sondern mit 72 FPS auf der Quest 3. In Action-Szenen schalten sie tatsächlich in 90, da schalten sie aber die Auflösung runter. Ich bin jetzt hier am Anfang des Spieles und es sieht auf der Quest 3, abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich durch die schönen Pancake-Linsen einfach ein schöneres und klareres und weniger eingeschränktes Bild haben und auch größeres Field of View. Es sieht super aus. Aber ihr wisst, ich bin hier, um jetzt mal Hardcore zu vergleichen, und während es jetzt auf der PlayStation VR 2 auch von dem ganzen Anti-Aliasing perfekt ist, sehe ich hier auf der Quest, da hinten zum Beispiel, wo das Tor ist, da sind ein bisschen kontrastreiche Stellen, da flimmert es ein bisschen, ja, also es hat hier sehr hohe Auflösung, aber es geht so ein bisschen auch zu Lasten des Anti-Aliasings. Das ist aber auf jeden Fall kein Beinbruch oder so, ja? Das kann man trotzdem jetzt fantastisch machen. Auf der Pico hatte die Version mit auch sehr hoher Auflösung, nämlich auch überall so ein bisschen leicht gejittert. Was ich aber nicht sehe, ist irgendein anderer Unterschied. Das ganze Shading etc. und auch die Texturauflösung, das kommt mir jetzt im ersten Anlauf genauso vor wie auf der PlayZ. This is the Atlantic Union's lunar base. Oh, don't worry. The body you're in belongs to the officer keeping you in custody. So, wir kommen hier in den Raum rein. Der Eindruck ist fantastisch. Also jetzt ohne Quatsch. Ja, wenn man wirklich jetzt mit Adleraugen guckt, da hinten gibt es ein bisschen leichtes Gejitter, aber ansonsten ist das Bild eigentlich perfekt und halt super scharf. Ja, es sieht wirklich toll aus. Ja, auch wenn man sich die Texturauflösung jetzt hier anguckt, würde ich jetzt so aus der Erinnerung heraus, sehe ich jetzt gerade keinen großen Unterschied. Hier kommt der Raumanzug. Und da haben wir auch zum ersten Mal die dynamischen Schatten. Das war jetzt etwas, was sie der PC und der PlayStation VR 2 Version zusätzlich gegönnt haben, zusätzlich zu hoch aufgelösten Texturen. Ja, da war jetzt alles bei der PlayStation VR 2 Version zumindest in 4K. Das ist jetzt hier alles in die Quest-Version gewandert. Genau. Und wenn man jetzt hier vorsteht, es sieht einfach fantastisch aus. Well, how about that? Fits like a glove, huh? You can operate the grippers by squeezing the triggers to grab and manipulate objects. Use them to open the sliding doors in front of you. Und das sieht jetzt perfekt aus. Also wirklich. Vor allem der Witz ist, ja, wir haben jetzt in der PlayStation VR 2, die hat jetzt nominell eine höhere Auflösung, während dieses Spiel läuft. Aber dadurch, dass die Pancake-Linsen halt irgendwie so schön klar sind, würde ich jetzt sagen, zumindest hier alles im Nahbereich, sieht absolut perfekt aus, ja. Das macht wirklich gar keinen Unterschied zu PlayStation VR 2. Falls ihr jetzt aber denkt, dass die Quest 3 genau dieselben Sachen machen kann wie die PlayStation VR 2, muss ich euch leider enttäuschen, ist trotzdem nicht so. Der Witz ist nämlich, dass die PlayStation VR 2 Version dieses Spieles halt als Basis auch nur eine Quest-Version hat, die leicht aufgebohrt ist. Genau wie wir jetzt hier haben, ja. Quest-Version auf der Quest 3, aufgebohrt. Bessere Texturen, höhere Auflösung. Und halt so ein bisschen Spielereien wie den dynamischen Schatten und so, ja. Das liegt daran. Guckt euch mal gerne mein Video an, wo ich über den Prozessor in diesem Gerät hier spreche. Der ist toll, der kann eine Menge Sachen, aber er kann nicht das, was eine PlayStation 5 kann. In diesem Spiel würde ich jetzt aber mal behaupten, da muss man schon irgendwie sehr, sehr penibel sein, um jetzt einen großen Unterschied zu merken. Das ganz leichte Gejitter der Landschaft, so, das ist für jemanden, der mobil gespielt hat, bisher eigentlich wirklich vernachlässigbar. Und der Rest sieht einfach aus, wie die beste Version dieses Spieles. Voilà. Ganz, ganz simple Geschichte. So ein bisschen mehr Spiel in den Details hier merke ich. Ja? Also
Ja, doch, auf der PlayStation VR 2 ist es noch ein bisschen ein Tüftelchen besser, aber ganz im Ernst, Leute, wen interessiert das noch? Ja, dafür kann man das Ding hier einfach aus dem Schrank nehmen, 1,5 Stunden Spaß haben, dann ist es alle. Und für ein mobiles Headset ist das absolut beeindruckend, finde ich. No sign of him ever since. We fear the worst. Dieses Schild hier zum Beispiel, ne? Ich habe Vorträge darüber gehalten auf der PlayStation VR 2, dass solche Geschichten hier ja, aussehen wie gedruckt. Und das ist jetzt hier auch auf der Quest 2 gerade so. Das hier hat eine extrem hohe Auflösung. Ich kann mit sehr viel Not hier bei der Schrift noch ein bisschen Pixel erkennen, aber das Foto oder solche Geschichten sieht einfach perfekt aus. Total fantastisch. Was mir auffällt, ist, dass die Schrift im Display hier tatsächlich Pixel ist, was komisch ist. Und ich bin mir bei einigen Sachen nicht sicher. Der Boden zum Beispiel, der hat ein anderes Shading als auf der PlayStation VR 2. Ja, das sieht jetzt hier mehr nach Plastik aus und nicht ganz so gut. Aber das sind Nuancen, Detailkram, den eigentlich ein normaler Spieler überhaupt nie bemerken wird. Ja, alles andere, wenn ihr euch hier die Oberflächen anguckt, okay, die ist jetzt nicht so hochauflösend. Hier zum Beispiel jetzt, ja, diese Metalloberfläche. Das sieht alles super aus. Aber besonders solche Geschichten, ja, wenn ich hier so ein... Guck mal, hier ist jetzt ganz, ganz winzige Schrift und das sieht wirklich klar und scharf aus. Das macht Spaß und wenn man bedenkt, dass das eine mobile Hardware ist, ist das wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Kann man sich eigentlich nur wünschen, dass jetzt viele, viele Entwickler sich Mühe geben werden, ungefähr in dem Bereich zu kommen. Dann wird man auf diesem Gerät hier wirklich eine Menge Spaß haben. You nervous? I've never done this before. Don't worry. It's all automated. Just enjoy the ride. Hailing docking beacon. Link established. Calculating approach vectors. Path verified. Initiating docking maneuver. Tschung, tschung. See? Told you it'd be a piece of cake. So, jetzt wird's interessant. Ich habe nämlich tatsächlich an dieser Stelle auch quasi jede Version dann nochmal genau angeguckt und hier den direkten Vergleich gemacht. Es ist halt unfassbar scharf, ja. Also auf der Quest, es sieht halt wirklich gut aus. Und nur wenn man jetzt anfängt, hier in den Details rumzuwühlen, dann sieht man noch ein paar Kleinigkeiten, ja. Ein guter Indikator für die Güte des Mipmapping und der Auflösung sind halt diese Gitter hier, diese Roste, ja. Und da ist so ein bisschen Jitterbewegung drin, ja, das ist da, definitiv. Und auch an den Rändern von Objekten, wenn die halt einen großen Kontrast haben zum Hintergrund. Aber das ist wirklich schon Jammern auf hohem Niveau. Ja? Das kommt hier so nah an die PlayStation VR 2 Version ran, dass es echt überhaupt nichts zu meckern gibt. Hier auch die Bodentexturen, das ist jetzt alles mit derselben Auflösung. Sieht alles super und scharf aus. Hier auf dem Boden ist jetzt mal die Textur nicht ganz so hoch aufgelöst. Aber wie gesagt, ne, ich überprüfe das jetzt auch gerade hier mit besonders kritischem Blick. Das Ding sah auf der Quest 2 wirklich extrem blurry aus. Also hier die Wand, die Auflösung, die Textur. Auf der PlayStation VR 2 sah es so aus wie jetzt. Gehen wir mal hier rein, gucken ein bisschen rum. Empty. Main power is out and systems are damaged beyond repair. This thing hasn't flown in a while. Huh. That checks out with the transmission delay. Also jeder, der sich jetzt hinstellt und sagt, das sieht genauso aus wie auf dem PC, hat komplett recht. Das ist wahr. So.
Bitte nicht verwechseln, das bedeutet noch lange nicht, dass jedes Spiel jetzt auf der Quest aussehen wird wie auf dem PC. Vertical Robot, die Entwickler dieses Spiels hier, sind irgendwie verrückte Genies oder sowas. Und ich denke, sie haben ja auch noch ein paar kleinere Tricks. Vom Shading her sehen meiner Ansicht nach ein paar Sachen leicht anders aus. Aber der generelle Eindruck ist halt fantastisch. So. Ich hoffe, ich bin jetzt direkt in... Ah ja, da sind wir. Okay, interessant. Okay, hier ist es wirklich interessant, weil hier habe ich jetzt noch eine gute Erinnerung, wie der Vergleich zur Pico 4 Version war, ja. Und während das Bild auf der Pico auch ganz schön scharf ist, hat es doch ziemlich viel gejittert. Und während ich jetzt hier in dem Raum stehe, muss ich sagen, dass das Bettchen da vorne, ja, bei den Kanten und so, das jittert auch alles ein bisschen, auch die Lichter, aber weniger, aber bemerkbar. So, wie ich immer wiederhole, aber auch nur, wenn man es dringend bemerken möchte alles, ne? Viele Objekte haben dieselbe Qualität, wie ich sie jetzt auf einer PlayStation VR 2 gesehen habe. Dynamik ist auch genauso. Hier die Behälter. Nicht absolut alle. Ja, bei manchen Texturen sieht man, dass sie doch immer noch ein bisschen niedrige Auflösung haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die PlayStation VR, also die PS5 hat 16 GB Arbeitsspeicher. Der junge Mann hat jetzt nur 8 zur Verfügung. Also wahrscheinlich können sie das auch nicht vollkommen ausfahren, wie sie gerne wollten. Aber die wichtigsten Objekte hier haben eigentlich jetzt auch diese 4K-Texturen. Ja, diese Wand zum Beispiel, hier spürt man tatsächlich auch die ganzen Strukturen. Da ist einfach so ein Bump-Mapping auch drauf. Diese Böden habe ich mir auch immer angeguckt. Ich habe das Gefühl, diese Kupferstreifen, die nicht so eine hohe Auflösung wie auf der PlayStation. Aber das ist auch Zeug, das merkt man erst, wenn man sich wirklich hier vorstellt und dann 30 cm davon entfernt ist. Ne? Solange man hier in einem Raum drin steht, sieht eigentlich alles total geil aus. Eine Geschichte ist nämlich hier ein bisschen anders. Ja? Ich hatte das bei der PlayStation VR 2 Version festgestellt, dass es nie wirklich krass dunkle Ecken gibt, weil einfach überall Reflexion ist. Ja? Also es passiert überall immer ein bisschen Licht. Der Raum kommt mir jetzt hier auf der Quest ein bisschen dunkler vor. Ich weiß nicht, ob das an der Display-Helligkeit liegt, wahrscheinlich aber eher am Gesamtshading. Ja, also ein bisschen was ist hier anders. Aber ich denke mal, der durchschnittliche Mensch wird da überhaupt gar keinen Unterschied merken. Und jetzt ist der Punkt gekommen für das finale Fazit, würde ich sagen. Red Matter 2 wohlgemerkt auf der Quest 3 ist eine absolut beeindruckende Technikstudie. Es ist ein super scharfes Bild, das wirklich die Hardware-Pixelauflösung, die das Gerät hat, auch fantastisch ausfährt. Performance ist gut, also mir fällt jetzt nicht auf, dass das 72 Frames pro Sekunde sich anders anfühlen als 120, es sei ich drehe mich oder so. Ja, das ist aber in dem Spiel, das ist halt ein entspanntes Puzzlespiel, gar nicht so relevant. Ich hätte jetzt gerne nochmal gesehen, wie es ausschaut, wenn man die Kampfszenen hat, wo er auf 90 FPS schaltet, dann aber die Auflösung ein bisschen runternimmt. Ich glaube aber auch, der Rest ist jetzt einfach egal. Dieses Spiel könnt ihr wirklich toll spielen. Ihr braucht dafür keinen PC. Aber Achtung, ja, es ist wirklich nur bei diesem Spiel so. Ich bin jetzt mal gespannt auf weitere Titel, die auch schon Quest 3 optimiert sind, ja, inwieweit sie sich verbessert haben. Um ehrlich zu sein, auch auf der PlayStation VR 2 ist das hier ein absoluter Ausnahmetitel. Ja, wir haben mehrere Titel, die inhaltlich gut und besser aussehen, aber keinen einzigen, der von der Auflösung so viel rausholt wie Red Matter 2. Das liegt nun mal an Vertical Robot, dass die einfach geile Programmierer sind. Und es ist schön zu sehen, was die hier aus dieser Hardware holen. Das ist jetzt nämlich sozusagen der Goldstandard für die Quest. Mehr geht hier nicht und wird auch nicht mehr gehen. Und an dem muss sich jetzt jeder messen. Also ihr könnt euch jetzt dran gewöhnen, für Quest 3 gibt es jetzt so eine Skala. Wie gut ist das Spiel? Technisch, dann kann man sagen, ja, es hat 80% von Red Matter und das wäre schon ein großes Lob. Würde ich mal so behaupten. Alright, so. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, werde ich versuchen, sie gerne zu beantworten. Ich habe das Gerät jetzt aber erstmal nur
ganz kurz zum Testen und das hier sind so meine allerersten Eindrücke. Ich bin draußen, bis dann, Motensen, Mofan VR. Vergesst nicht das Däumchen unter dem Video, abonniert euch und wir sehen uns dann später. Bye bye.